Herr Botschafter, Sie gelten als einer von Donald Trumps engsten Vertrauten. Sie haben ihn in den letzten Jahren verteidigt. Jetzt ist eine Diskussion im Gange, ob Sie der nächste Außenminister werden. Paul, kommen Sie. Wir stehen vor einer Wahl und wenn Sie Donald Trump kennen, wissen Sie, dass er sich darauf konzentriert. Deshalb ist das alles im Moment nur dummes Gerede. Das machen Reporter. Sie wollen herausfinden, wer dabei ist und wer draußen ist. Die Realität ist, dass meine europäischen Freunde genau wissen, was sie von Donald Trump erwarten können. Genau das, was sie in der ersten Amtszeit bekommen haben. Es gibt keine Überraschungen. Glauben Sie, dass sich deutsche Politiker wünschen, dass Sie Außenminister werden? Mir ist egal, was Sie denken. Es geht um Amerika. Wir werden Donald Trumps Beispiel folgen und Amerika an die erste Stelle setzen, so wie jedes andere Land sich selbst an die erste Stelle setzt. Ich habe 8 Jahre bei den Vereinten Nationen verbracht. Dort haben sich 193 Länder immer selbst an die erste Stelle gesetzt. Ich habe an Tausenden von diplomatischen Treffen teilgenommen. Es gab nie ein Treffen, in dem das andere Land uns nicht um etwas bittet. Wir haben eine Staatsverschuldung von 35 Billionen Dollar. Denken Sie darüber nach. Die Deutschen erzielen jedes Jahr einen Haushaltsüberschuss. Wir haben eine Staatsverschuldung von 35 Billionen Dollar. Wir hätten gerne einen Flughafen wie in München. Wir hätten gerne an jeder Ecke ein Opernhaus. Wir hätten gerne die Infrastruktur, die Deutschland hat. Wir geben zu viel Geld aus. Aus unserer Sicht ist Amerika ein Land, das Regeln befolgt, wenn wir uns an die erste Stelle setzen. Wir gehen nicht irgendwo rein und erobern. Wir nehmen nicht das Öl anderer Länder. Wenn Amerika sich selbst an die erste Stelle setzt, folgen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Kapitalismus. Es kommt der Welt zugute. Kanzler Scholz sagte im Jahr 2019, er sei von J.D. Vance zu Tränen gerührt worden, von seinem Bestseller. In einem Interview vor einem Jahr, dann hat der Kanzler es als Tragödie beschrieben, dass Vance vom konservativen Gegner von Donald Trump zu einem feurigen Unterstützer dieses Rechtspopulisten geworden sei. Scholz nennt Trump also einen Rechtspopulisten. Was sagen Sie dazu? Nun, J.D. Vance und ich sind Freunde. Ja, wir sind Populisten. Das nehme ich nicht übel, denn das Gegenteil davon ist ein linker Elitist. Denken Sie, Scholz ist ein linker Elitist? Das tue ich. Ich denke, dass viele Parteien in Deutschland von ein paar Leuten übernommen wurden, die das System mögen und das System behalten wollen. Aber es nützt den Menschen nicht. Ich meine, schauen Sie sich die deutsche Wirtschaft gerade an. Ich mag Olaf Scholz. Ich habe meine begrenzte Zeit mit ihm wirklich sehr genossen. Ich fand ihn sehr schlau. Aber wissen Sie, Politiker machen politische Dinge und sie sprechen mit doppelter Zunge und sie sagen Dinge wie, ich liebe dieses Buch. Und dann, plötzlich ist der Autor des Buches Republikaner. Und dann heißt es, das gefällt mir nicht. Das ist albern. Das sehen wir alle. Wir alle sehen die Doppelmoral darin. Er denkt, er kommt damit durch. Aber das wird er nicht. Ricarda Lang, die Vorsitzende der Grünen, sagte gerade, die Nominierung von J.D. Vance sei besorgniserregend für Europa. In Europa ist ein Krieg im Gange. Es gab keinen Krieg, als Donald Trump Präsident war. Aber was sagen Sie dazu, dass deutsche Politiker? Schauen Sie, als ich in Deutschland war, habe ich Donald Trumps Politik verteidigt. Die deutsche Regierung ging damals wirklich hart gegen Amerikas Politik in Bezug auf Nord Stream 2 vor. Die deutsche Regierung war unglaublich schrecklich gegenüber Donald Trumps Politik und den Anweisungen, das 2%-Ziel der NATO einzuhalten. Die deutsche Regierung hasste und umging die Politik von Donald Trump gegenüber dem Iran, dieses Land zu sanktionieren.
Nun könnte ich argumentieren, dass Nord Stream 2 einer der Gründe war, warum wir den Krieg in der Ukraine haben. Die deutsche Regierung hat nicht auf Donald Trump gehört. Dafür hätte ich gerne eine Entschuldigung, weil sie alle einen Krieg in Europa haben, weil Joe Biden und Bundeskanzlerin Merkel schwach waren und sich für die Aufhebung der Sanktionen einsetzten, die Trump verhängt hatte. Erinnern Sie sich an all die fiesen Schlagzeilen. Sie griffen uns an, weil wir Sanktionen gegen Nord Stream 2 wollten. All die fiesen Schlagzeilen zum 2%-Ziel und dazu, dass wir deutschen Unternehmen sagten, dass sie keine Geschäfte mit dem Iran machen sollen. Aber wenn man den Iran unter Druck setzt, dann hat er kein Geld, um die Hisbollah und die Hamas zu unterstützen und einen Krieg in Israel zu beginnen. Ich könnte also zurückgehen und sagen, wenn die deutsche Regierung die Politik von Donald Trump zum 2%-Ziel, zu Nord Stream 2 und zur Iran-Politik befolgt hätte, glaube ich, dass wir jetzt nicht 2 große Kriege haben würden. Ich höre nicht, wie diese Politiker sich entschuldigen, aber ich höre, wie sie leise ihre Position ändern. Sie stimmen jetzt Donald Trump zu. Aber sie werden nicht sagen, dass sie falsch lagen. In Deutschland führen wir jetzt eine Diskussion, was zu tun ist, da die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump Präsident werden könnte, ziemlich hoch ist. Experten halten es für sinnvoll, immer wieder mit Trump zu sprechen oder sogar mit ihm Golf zu spielen. Welchen Rat haben Sie? Ich glaube nicht, dass es kompliziert ist. Ich denke, die Regierungen, die sich um ihre Bürger kümmern, die den Menschen zuhören, sind diejenigen, denen es wirklich gut geht. Die deutsche Regierung sollte also nichts anderes tun, als auf ihre Bürger zu hören. Lassen Sie die Leute mehr Verantwortung übernehmen. Hören Sie zu, was sie wollen. Die Deutschen mögen Amerikaner, aber sie wollen, dass die Regierung sie selbst an die erste Stelle setzt und sich um Deutschland kümmert. Aber wie spricht man mit Donald Trump? Sollte Olaf Scholz Golf lernen? Ich denke, es ist nicht so kompliziert. Präsentieren Sie ihm einfach Ihre Ideen, dann können Sie mit ihm sprechen und dann wird man sehen, ob es einen Deal geben kann. Sollte Scholz ihn jetzt anrufen? Natürlich. In Europa ist ein Krieg im Gange, weil die Russen in die Ukraine einmarschiert sind. Aber Joe Biden, der Führer der Welt, hat seit 3 Jahren nicht mehr mit Wladimir Putin gesprochen. Ich denke, mit Leuten zu sprechen ist eine Taktik. Es ist nicht die Lösung, aber so fängt man an, über das Ziel und die Lösungen zu sprechen. Laut einer Vereinbarung zwischen Biden und Scholz sollen die USA bis zum Jahr 2026 Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite bis Moskau in Deutschland stationieren. Wird Trump an diesem Plan festhalten? Wir konzentrieren uns derzeit auf die Wahl. Donald Trump hat angekündigt, Verbündete, die nicht zahlen, nicht länger zu verteidigen. Das stimmt nicht. Lassen Sie mich das klarstellen. Jemand kam zu Trump und stellte die Frage, was er tun würde, wenn ein Verbündeter zu ihm sagen würde, nein, ich werde unsere 2% nicht zahlen. Ob er ihn dann trotzdem verteidigen würde. Die Antwort ist einfach. Wenn ein Kind die Regeln nicht befolgt, lässt man es damit durchkommen? Nein, es gibt nur eine richtige Antwort. Bundeskanzler Scholz sagte, jede Relativierung der gegenseitigen Hilfsgarantien sei gefährlich. Am gefährlichsten ist es, wenn jemand vorgibt, ein vollwertiges NATO-Mitglied zu sein, aber den Verpflichtungen nicht nachkommt. Also Teil eines Clubs zu sein, aber die Beiträge nicht zu zahlen. Der Slogan auf dem NATO-Gipfel in Washington lautete, das Bündnis muss Trump sicher werden. Was denken Sie darüber? Ich kenne führende Politiker der Welt, ich kenne Mitglieder der NATO, die Staatsoberhäupter sind. Privat werden sie Ihnen sagen, dass die NATO unter Donald Trump viel stärker war. Die NATO-Staaten haben auch entschieden, dass der Weg der Ukraine in das Bündnis unumkehrbar ist. Wird die Ukraine der NATO beitreten?
Nun, erstens kann niemand die Vereinigten Staaten in der Zukunft zu einer Politik verpflichten. Sie können uns nicht sagen, wie unsere Richtlinien im Jahr 2028, 27 oder 26 aussehen werden. Derzeit ist Joe Biden der Präsident. Er darf alle Entscheidungen treffen. Dann haben wir eine Wahl im November. Wir werden sehen, was passiert. Lassen Sie uns über die Ukraine sprechen. Es gab viele Aussagen von Donald Trump. Am deutlichsten war, dass er innerhalb von 24 Stunden Frieden erreichen könne, mit einem Treffen mit Putin und Zelensky. Halten Sie das wirklich für realistisch? Zu 100%. Ich meine, schauen Sie, Donald Trump hat Friedensabkommen zwischen Arabern und den Israelis erreicht. In Donald Trumps Amtszeit gab es keine Kriege in Europa. Die Realität ist, dass er eine, wie ich es nennen würde, glaubwürdige Bedrohung darstellt. Als ein evangelikaler Pastor namens Andrew Brunson in der Türkei inhaftiert wurde, waren viele Amerikaner verärgert darüber, weil dieser NATO-Verbündete ihn gegen seinen Willen festhielt. Das erreichte schließlich auch Donald Trump. Und er sagte zu Erdogan, wenn Sie diesen Pastor nicht freilassen, werde ich ab morgen Ihre Wirtschaft ruinieren. Pastor Brunson wurde am nächsten Tag freigelassen. Der Unterschied ist, dass Erdogan glaubte, dass Donald Trump sofort etwas tun würde. Er dachte nicht, dass Donald Trump ein Memo an das Finanzministerium oder das Außenministerium schicken würde, um in einem 3-monatigen Prozess herauszufinden, was zu tun ist. Erdogan wusste, dass es am nächsten Morgen neue Zölle oder was auch immer geben würde. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Drohung mit militärischen Aktionen und einer glaubwürdigen Drohung mit militärischen Aktionen. Der Unterschied ist, wer es sagt. Auch die ukrainische und die russische Führung verstehen, dass Donald Trump in diesen Fragen glaubwürdig ist. Also ja, er könnte das schnell lösen. Lassen Sie uns noch ein bisschen über Putin reden, denn jetzt kommen Aussagen von Außenminister Lavrov, der sich über die Nominierung von J.D. Vance freut. Denn J.D. Vance hat gesagt, dass ihm die Ukraine egal ist und dass wir kein Geld mehr geben sollen, wenn das so weitergeht. Okay. Zuerst möchte ich Sie korrigieren. J.D. Vance hat nie gesagt, dass ihm die Ukraine egal ist. Und eigentlich hätten Sie diese Frage damit beginnen sollen, dass Wladimir Putin gesagt hat, er wolle Joe Biden als Präsidenten. Er hat gesagt, ich bevorzuge Joe Biden, weil er berechenbar ist. Glauben Sie, dass das eine ehrliche Meinung von Wladimir Putin war? Oh, warum glauben Sie, dass Lavrov eine ehrliche Meinung über JD geäußert hat? Sie drehen das Argument um, wie es Ihnen passt. Was ich sagen will, Wladimir Putin ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ich bevorzuge Joe Biden, weil er berechenbar ist. Und wissen Sie was? Wladimir Putin hat recht. Joe Biden ist berechenbar. Bei ihm gibt es keine Unberechenbarkeit. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass die Europäer das verstehen, denn die Medien werden dieses Thema vernebeln. Wladimir Putin will, dass Joe Biden diese Wahl gewinnt, weil er es nicht mit einem unberechenbaren, glaubwürdigen Donald Trump zu tun haben will. Wenn Lavrov etwas über J.D. Vance sagt, ist er nett und sagt einfach irgendetwas. Was sollen Sie auch sagen? Sie greifen ihn nicht sofort an. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Trump und Putin beschreiben?
Ich glaube, man muss sich einfach die Fakten anschauen. Donald Trump ist absolut auf die Sicherheit der Amerikaner bedacht. Er schaut auf die Bedrohungen, auf Freund und Feind. Und er sagt, ich muss tun, was ich kann, um den Wohlstand und die Sicherheit der Amerikaner zu gewährleisten. Deshalb hat er Kim Jong-un getroffen. Kim Jong-un hat Raketen abgefeuert, die Los Angeles bedrohen könnten, wo ich wohne. Ich weiß, dass viele Menschen an der Ostküste Nordkorea nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Wir an der Westküste müssen Nordkorea aber unbedingt unsere Aufmerksamkeit schenken. Deshalb habe ich mich gefreut, dass der Präsident Kim Jong-un getroffen hat. Ich würde nicht sagen, dass sie Freunde sind, aber ich würde sagen, dass sie miteinander reden. Und ich würde sagen, dass Donald Trump sich für den Schutz der Amerikaner einsetzt. Dasselbe tut er gegenüber Wladimir Putin. Putin und seine Medien haben Donald Trump und mich wegen Nord Stream 2 ständig angegriffen. Das hat ihnen nicht gefallen. Sie wollten keine Sanktionen. Es waren Bundeskanzlerin Merkel und Joe Biden, die später diese Sanktionen aufgehoben haben, weil Putin es so wollte. Sie können sich die Reden der Demokraten im Senat in Washington zu diesem Thema anschauen. Und die haben wörtlich gesagt, wir müssen diese Sanktionen aufheben. Denn wenn wir den Russen damit provozieren, ist das gefährlicher. Sie lagen völlig falsch, denn was gefährlicher ist, ist Schwäche. Wie könnte Frieden für Sie aussehen? Denn wenn ich mit Ukrainern spreche, sagen sie, Wladimir Putin hat kein Interesse an Frieden. Er will 4 Regionen in der Ukraine. Das sagt Putin unter einem US-Präsidenten Joe Biden. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe nicht mit Präsident Trump darüber gesprochen. Ich weiß, dass ihr wirklich hungrig nach Informationen seid und dass ihr uns mit diesen Fragen löchern müsst. Aber die Realität ist, dass ich hier sitzen und stundenlang über Michigan und Pennsylvania reden könnte und darüber, wie wir dort gewinnen können. Darauf konzentrieren wir uns. Wie ein Friedensplan aussehen könnte, darüber habe ich mit Trump noch nicht gesprochen. Ich möchte nur meine persönliche Sicht darlegen. Ich spreche nicht für den Präsidenten. Ich habe noch nicht mit ihm darüber gesprochen. Das sind buchstäblich nur die Gedanken von Rick Grenell. Ich denke, es gab Probleme mit Minsk und Minsk II, aber ich denke, es gibt einige gute Elemente. Ich denke, die Idee autonomer Regionen klingt ziemlich gut. Ich denke, territoriale Integrität ist ein Muss. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Elemente, um die wir uns kümmern müssen. Die Russen haben Minsk unterschrieben. Ich weiß nicht, ob sie es jemals wirklich umsetzen wollten. Aber eine Lektion, die ich aus den Kosovo-Serbien-Verhandlungen gelernt habe, ist, dass derjenige, der die Verhandlungen führt, sich beide Seiten anschaut und versucht, beide Seiten dazu zu bringen, zu sagen, ich brauche dich, um diesen Weg zu gehen. Und ich brauche dich, um diesen Weg zu gehen. Derjenige, der das macht, kennt die Schwachstellen und weiß, wo jemand nicht so weit gehen wollte, aber trotzdem zugestimmt hat. Und wenn man es schließlich geschafft hat, dass 2 Seiten zusammenkommen und sich auf etwas einigen, dann ist das Wichtigste, das nachzuhalten und die Parteien dafür rechenschaftspflichtig zu machen. Das müssen diejenigen tun, die verhandelt haben, weil sie wissen, wo die Schwachstellen sind, wo sie sich ein bisschen bewegt haben, wo sie sich nicht bewegen wollten, es aber getan haben. Da muss man mit Zuckerbrot und Peitsche arbeiten. Erinnern Sie sie daran, warum sie unterschrieben haben. Sie wissen, dass sie diesen Weg nicht gehen wollen. Sie wissen, dass sie dieses Zugeständnis nicht gerne machen. Aber es ist wirklich wichtig, dass sie es machen. Und ich würde sagen, dass Minsk gescheitert ist, weil wir kein Follow-up hatten. Sobald es unterzeichnet war, haben viele Leute gefeiert und dann ging es weiter. Naja, es folgten schon andere Schritte, sogar Treffen mit Zelensky und Putin. Nicht mit glaubwürdigen Leuten. Auch mit Merkel und Macron. Ich würde sagen, die beiden sind glaubwürdig. Das wäre unter einer Trump-Administration anders. Da gäbe es absolute Zusagen, an die man sich halten müsste. Die Frage ist, was passiert, wenn Donald Trump Präsident wird, auch in Bezug auf die Ukraine? Erwarten Sie, dass Deutschland, dass Europa mehr für die Ukraine bezahlen wird als jetzt?
Natürlich, es ist Krieg in Europa. Was heißt das? Er ist in Ihrem Hinterhof. Wenn es einen Krieg in Mexiko gäbe, würden wir die meiste, wenn nicht die ganze Arbeit machen. Und wir würden sicher nicht die Deutschen um Hilfe bitten, wenn es einen Krieg in Mexiko gäbe. Ich würde es so formulieren: Helfen uns die Deutschen in unserem Grenzkrieg? Schicken sie uns Geld, weil wir dieses Problem an der Grenze haben? Wir haben eine Invasion an der Grenze. Aber ich höre nicht viel darüber. Ich würde das nicht vergleichen. Das war halb im Scherz gesagt. Wir wollen keine Schlagzeile wie „Rick bittet die Deutschen um Geld für die Grenze". Aber ich meine, wenn wir von gemeinsamer Verantwortung sprechen, dann müssen wir auch Wege finden. Heißt das, dass die USA nichts mehr an die Ukraine zahlen? Das ist eine Entscheidung, die Donald Trump alleine treffen muss. Wir konzentrieren uns auf Michigan, Pennsylvania und Wisconsin. Und wir müssen gewinnen. Im Moment gibt es eine offene Revolte in der Demokratischen Partei gegen Joe Biden. Die Mehrheit der Demokraten ist der Meinung, dass er nicht kandidieren sollte. Erwarten Sie, dass Joe Biden gegen Trump antritt? Zunächst einmal hatten wir in diesem Land einen demokratischen Prozess, die demokratischen Vorwahlen. Und die Demokraten haben Joe Biden gewählt. Die Menschen in diesem Land, in allen 50 Staaten, haben für Joe Biden gestimmt. Sie sprechen von einigen Eliten in der Demokratischen Partei in Washington, D.C., denen die Umfrageergebnisse nicht gefallen. Also wollen sie über Bord werfen, wofür die Menschen gestimmt haben. Ich höre ständig Warnungen vom Aushöhlen der Demokratie, bla bla bla. Wenn wir schon vom Aushöhlen der Demokratie sprechen, dann sollte es meiner Meinung nach ein Skandal für die Axel Springer Medien sein, dass Joe Biden die Kandidatur entzogen wird, die er gerade gewonnen hat. Aber es kann ja immer noch passieren, dass Joe Biden sagt, er will nicht mehr kandidieren. Okay, das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, er wird von den Eliten von der Bühne gedrängt, die die Demokratie aushöhlen. Sie haben Joe Biden gewählt. Wollen Sie mir erzählen, dass Joe Biden im Juli 2024 plötzlich an Demenz erkrankt ist? Das haben wir alle schon im letzten Jahr gesehen. Sie haben ihn gewählt und Sie wussten genau, wer er ist. Ich denke, wenn Sie sagen, dass die Mehrheit der Demokraten ihn von der Bühne haben will, dann ist das die Mehrheit der demokratischen Elite. Das Volk will immer noch Joe Biden. Ich habe am Anfang gefragt, was Olaf Scholz jetzt mit Donald Trump machen soll. Gibt es einen Politiker in Deutschland, den er sehr respektiert? Wer ist er? Donald Trump. Look, I love the German people. Ich liebe die Deutschen. Ich habe so viele deutsche Freunde und ich liebe die Kameradschaft, die wir haben. Deutsche und Amerikaner sind sich sehr ähnlich. Deutsche und amerikanische Unternehmen sind eng miteinander verbunden. Ich glaube, das Problem ist die deutsche Regierung. Und ich denke, dass die deutsche Regierung den Menschen nicht zuhört. Ich denke, wenn es um Donald Trump geht, gibt es kein Geheimnis. Man muss mit ihm umgehen, als wäre er ein weiterer Staatschef, der für sein Volk kämpft. Und wenn er gewählt wird, muss man mit ihm und seinen Leuten reden. Ich möchte in diesem Interview wirklich aufpassen, dass ich nicht den zweiten Schritt vor dem ersten mache. Wir konzentrieren uns auf die Wahl. Ich weiß nicht, was im November passieren wird. Natürlich hoffe ich, dass Donald Trump gewinnt. Wir kämpfen hart. Aber die Vorstellung, was in einer zweiten Amtszeit passiert, ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass ich denke, dass das schon entschieden ist. Aber es gibt einen deutschen Politiker, den er am meisten respektiert? Ich sage das schon lange und ich glaube wirklich, dass Deutschland das Potenzial hat, Donald Trumps Lieblingsland zu werden. Es wird gut regiert.
Es hat eine tolle Wirtschaft. Und mit gut geführt meine ich, dass die Gesellschaft funktioniert. Es hat eine großartige Struktur und die Menschen haben eine starke Stimme. Und die Wirtschaft ist großartig. Es ist ein sehr mächtiges Land. Ich würde also sagen, die Person, die Deutschland so führt, dass sie sich um die Menschen kümmert und Entscheidungen für Deutschland trifft und nicht versucht, sich in die Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Das ist das, was wir in Amerika versuchen. Wir versuchen, uns auf uns selbst zu konzentrieren, mit einer Staatsverschuldung von 35 Billionen Dollar. Das heißt nicht, dass wir es alleine schaffen oder dass wir uns abschotten. Ich glaube, dass Amerika, wenn es sich selbst an die erste Stelle setzt, das regelbasierte System feiert und alle davon profitieren. Wir werden großartige Partner sein, aber wir werden Koalitionen bilden, wenn wir der Meinung sind, dass der Iran sanktioniert werden sollte. Und wir könnten versuchen, dies über die Vereinten Nationen zu erreichen. Wenn die Vereinten Nationen das nicht wollen, dann werden wir vielleicht woanders hingehen, wie wir es in der ersten Amtszeit getan haben, und eine Koalition der Willigen für Sanktionen bilden. Wir müssen uns auf unsere Freunde verlassen können, dass sie uns helfen und so weiter. Aber wir wollen keine Kriege beginnen. Wir wollen Kriege beenden. Wir wollen uns auf die Wirtschaft konzentrieren. Donald Trumps Amtszeit dreht sich um Wirtschaftswachstum und darum, den Menschen zu Wohlstand zu verhelfen, nicht darum, Kriege zu führen. Aber ich glaube, wir befinden uns in einem Teufelskreis, in dem viele Regierungen Krieg als einzige Option sehen. Es stört mich immer noch sehr, dass wir 30 Tage, 45 Tage lang nur von Joe Biden gehört haben. Die Russen kommen in die Ukraine. Die Russen kommen, die Russen kommen. Wir haben Beweise. Wir hatten Geheimdienstinformationen. Wir haben diese Informationen weitergegeben. Warum hat Antony Blinken nicht sein Flugzeug genommen und ist mit den europäischen Außenministern nach Kiew oder Moskau geflogen, um einen Krieg zu verhindern? Es gab Scholz, es gab Macron, es gab viele, die das versucht haben. Das war nicht ernst gemeint. Wir haben nicht ernsthaft versucht, da reinzugehen und zu sagen, ein Krieg steht bevor, wir werden ihn verhindern. Joe Biden, Antony Blinken, sie alle haben nur davon gesprochen, das Geld zur Verfügung zu stellen, die Kriegsmaschinerie in Gang zu setzen, weil wir helfen müssen, weil ein Krieg bevorsteht. Unterstützen Sie das, was Viktor Orban jetzt macht? Der ungarische Ministerpräsident spricht mit Putin, mit Zelensky, mit den Chinesen. Ich möchte kurz unterbrechen und sagen, dass ich es für eine sehr gute Idee halte, mit Menschen zu sprechen. Ich bin Diplomat und ich glaube, der beste Weg ist zu reden. Vielen Dank für Ihre Zeit.